Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Kompromisslos. Relentless ist das unverblümte Handbuch für Hochleistung von Tim Grover, dem langjährigen Trainer und Mentalstrategen hinter Legenden wie Michael Jordan, Kobe Bryant und Dwyane Wade. Dieses Buch ist weniger Motivationsliteratur und mehr ein Praxismanifest für Menschen, die nicht nur besser, sondern unaufhaltbar werden wollen. Grover zeigt, warum Talent und Fleiß allein nicht reichen und wie innere Standards, unerschütterlicher Fokus und eine kompromisslose Haltung gegenüber dem eigenen Anspruch die entscheidenden Trennlinien zwischen gut, großartig und unantastbar ziehen. Der Autor entzaubert gängige Erfolgsmythen und ersetzt sie durch klare Prinzipien, mit denen sich Leistung verlässlich abrufen lässt, auch wenn es wirklich zählt. Dabei weist er nach, dass mentale Stärke keine Frage des Temperaments ist, sondern einer konsequent kultivierten Identität. Leserinnen und Leser erhalten eine präzise Sprache für Zustände wie Druck, Zweifel, Ablenkung und die viel zitierte Zone. Sie erfahren, wie sie Instinkte schärfen, Entscheidungen beschleunigen, Emotionen disziplinieren und aus härtesten Phasen Momentum erzeugen können. Wer auf Ausreden verzichtet und sich auf messbare Resultate verpflichtet, findet hier einen schonungslos ehrlichen Leitfaden, der vom Training bis zur Boardroom-Entscheidung gleichermaßen angewendet werden kann. Kompromisslos. Relentless richtet sich an Athleten, Unternehmer, Führungskräfte und Kreative, die bereit sind, Komfort zu opfern, um Mastery zu erreichen. Das Buch fordert, provoziert und liefert vor allem eines zuverlässig ab: Ergebnisse. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Das Cleaner-Prinzip, der Unterschied zwischen gut, großartig und unaufhaltbar. Im Zentrum von Tim Grovers Ansatz steht die Unterscheidung zwischen 3 Leistungsidentitäten: Cooler, Closer und Cleaner. Cooler erledigen Aufgaben solide, wenn die Umstände gut sind. Closer können in entscheidenden Momenten abliefern, sofern Rahmenbedingungen und Erwartungen passen. Cleaner hingegen sind die seltene Kategorie von Menschen, die unabhängig von äußeren Faktoren dominieren, Standards setzen, statt ihnen zu folgen und wiederholt Spitzenleistungen erzwingen. Dieses Prinzip ist kein Etikett, sondern eine Identität, die über tägliche Entscheidungen geformt wird. Das Wesen eines Cleaners ist die radikale Eigenverantwortung. Er oder sie schiebt weder Schuld noch Anerkennung auf andere, sondern misst sich an Ergebnissen. Diese Haltung manifestiert sich in Routinen, die nicht diskutiert werden. Ein Cleaner definiert klare Prioritäten, schützt seine Energie, eliminiert Ablenkungen und akzeptiert keine Ausreden. Während andere in Motivation investieren, investiert ein Cleaner in Disziplin und Systeme. Die Unaufhaltsamkeit entsteht aus der Summe kleiner, unbarmherziger Standards. Dazu gehört die Fähigkeit, das Notwendige zu tun, auch wenn die Lust fehlt. Cleaners besitzen eine kalibrierte Emotionslage, sie respektieren Gefühle, aber sie lassen Handlungen nicht von ihnen bestimmen. Sie bewahren die Ruhe, wenn alle anderen nervös werden, und erhöhen den Druck auf sich selbst, bevor es die Situation tut. Grover macht deutlich, dass Cleaners nicht zwangsläufig die lautesten oder charismatischsten sind. Oft agieren sie ruhig, fast stoisch, geben wenig Preis und lassen Resultate sprechen. Sie suchen nicht die Bühne, sondern die Kontrolle über den Prozess. Lernbar ist das über klare Feedbackschleifen, radikale Ehrlichkeit und die bewusste Entscheidung, persönliche Schwächen nicht zu verstecken, sondern so zu managen, dass sie die Gesamtperformance nicht mindern. Der Übergang zum Cleaner beginnt mit einem kompromisslosen Blick auf die Wahrheit. Was kann ich beeinflussen, was nicht und welche Gewohnheiten sichern mein bestes Spiel? Wer diesen Pfad geht, stellt fest, dass Respekt und Einfluss als Nebenprodukt entstehen, nicht als Ziel. So wird das Cleaner-Prinzip zur belastbaren Architektur für konstante Spitzenleistung. Zweitens. Die dunkle Seite als Antriebskraft. Energie ohne Zerstörung nutzen. Grover spricht offen über die dunkle Seite, jene Mischung aus Ehrgeiz, Besessenheit, Aggression und unersättlicher Neugier, die viele Hochleister antreibt.
Statt diese Impulse zu verdrängen, zeigt er, wie man sie in geordneten Bahnen zur Höchstleistung kanalisiert. Der Schlüssel liegt in Verantwortung und Rahmen. Eine dunkle Seite ohne Struktur richtet Schaden an. Mit Struktur erzeugt sie enorme Fokusenergie. Zunächst braucht es das Verständnis, dass starke Emotionen Treibstoff sind. Wut kann zu präziser Entschlossenheit werden, Angst zu Vorbereitungstiefe, Zweifel zu besserer Risikokalibrierung. Die Umwandlung gelingt, wenn man den Impuls benennt, die gewünschte Wirkung definiert und eine konkrete Handlung koppelt. Beispiel: Wenn Frustration aufkommt, folgt ein festes Regelwerk aus Atemtechnik, kurzer Analyse und einer Entscheidung, die messbar ist. So entsteht ein automatischer Pfad vom Gefühl zur Ausführung. Die dunkle Seite verlangt außerdem nach klaren Grenzen. Cleaners orientieren sich an Werten, die nicht verhandelbar sind. Integrität, Loyalität, Verantwortung für Team und Ergebnis. Innerhalb dieser Leitplanken darf die Intensität maximal sein. Das verhindert, dass Ego-Schübe die Mission sabotieren. Ein weiterer Baustein ist die Akzeptanz von Ego als Werkzeug. Ein stabiles Ego schützt vor fremden Erwartungen, solange es vom Ergebnis gesteuert wird. Es geht nicht um Recht haben, sondern um richtig machen. Dazu gehört, Kritik als Rohmaterial zu betrachten und nicht als Angriff auf die Identität. Wer seine dunkle Seite meistert, entwickelt eine stille Stärke, die keinen Applaus braucht. Diese Menschen arbeiten im Verborgenen, bauen Reserven auf und erscheinen in entscheidenden Momenten mit einer Klarheit, die andere einschüchtert. Praxisnah bedeutet das tägliche Rituale. Die Intensität bündeln etwa fokussierte Deep Work-Blöcke, harte Trainingssets, kognitive Sprints, kombiniert mit gezielter Entladung durch Regeneration. Der bewusste Wechsel zwischen maximalem Einsatz und geplanter Erholung verhindert den schleichenden Kontrollverlust. So wird die dunkle Seite nicht bekämpft, sondern zu einer verlässlichen Kraft multipliziert. Drittens: Druck. Fokus und die Zone. Instinkt schlägt Overthinking, Hochleistung entscheidet sich unter Druck. Grover beschreibt die Zone als einen Zustand absoluter Präsenz, in dem Entscheidungen schnell und korrekt fallen, ohne inneren Lärm. Diese Qualität entsteht nicht durch positive Parolen, sondern durch Vorbereitung, Vereinfachung und Vertrauen in den Instinkt. Der erste Hebel ist Entlastung des Arbeitsgedächtnisses. Wer seine Routinen standardisiert, befreit kognitive Ressourcen für das Unvorhersehbare. Pre-Performance-Rituale, Checklisten und klare Startsignale programmieren den Körper auf Handlung. Der zweite Hebel ist radikale Klarheit über das Ziel und die nächste Aktion. Cleaners reduzieren komplexe Situationen auf den nächsten kontrollierbaren Schritt. Statt 10 Optionen gleichzeitig zu erwägen, wählen sie eine Hypothese, testen sie schnell und korrigieren sofort, wenn Daten anderes nahelegen. So bleibt Momentum bestehen. Instinkt ist trainierte Wahrnehmung. Er entsteht, wenn man Muster bewusst sammelt, Ausnahmen dokumentiert und die eigenen Reaktionen reflektiert. Videoanalysen, Nachbesprechungen, Leistungsjournale und Szenario-Drills schärfen diesen Sinn. Mit der Zeit verkürzt sich die Latenz zwischen Reiz und richtiger Antwort. Entscheidend ist die Emotionsregulation. Unter Druck steigen Puls und innere Lautstärke. Atemprotokolle, kurze Bodenkontakt. Übungen, visuelle Fixpunkte und Triggerworte können das Nervensystem herunterregulieren. Cleaners nutzen wenige, immer gleiche Tools, um sofort in den optimalen Erregungsbereich zu kommen. Ein weiterer Faktor ist Umweltmanagement. Die Zone liebt Ordnung. Unerbittliche Kontrolle über Termine, Geräte, Informationsflüsse und Menschen in der Nähe verhindert Reibungsverluste. Wer die erste Stunde des Tages gewinnt, dominiert oft den Rest. Schließlich gehört zum Fokus auch die Fähigkeit, Nein zu sagen. Jede Zusage ist ein Verzicht auf Tiefe. Cleaners schützen lange Blöcke ungestörter Arbeit und trainieren, Störungen ohne Erklärung abzulehnen. Zusammengefasst lautet das Prinzip:
Vorbereitung schafft Leichtigkeit. Leichtigkeit öffnet die Zone. Wenn es zählt, zählt der Instinkt. Er funktioniert, wenn man ihm vorher die richtige Nahrung gegeben hat. 4. Standards, Gewohnheiten und der Körper als Hochleistungsplattform. Kompromisslose Leistung ruht auf einer unspektakulären, aber nicht verhandelbaren Basis Standards und Gewohnheiten. Grover betont, dass man das Niveau des Systems nicht im Moment des Wettbewerbs erhöht. Man fällt auf die Qualität der täglichen Routine zurück. Daraus folgt eine simple Maxime Plain-Standards, die auch an schlechten Tagen halten. Dazu gehören Schlafdisziplin, Ernährung, Kraft und Kondition, Beweglichkeit, kognitive Hygiene sowie klare Arbeitsrhythmen. Schlaf ist das stärkste legale Leistungsdoping. Regelmäßige Zu-Bett-Gehzeiten, Dunkelheit, Temperatur, Koffeinfenster, Geräuschmanagement und konsequente Smartphone-Distanz sind Werkzeuge, die Entscheidungsqualität und Regeneration spürbar verbessern. Ernährung folgt dem Prinzip Stabilität vor Perfektion. Einfache, wiederholbare Mahlzeiten, ausreichend Protein, Flüssigkeit und Mikronährstoffe, wenig unnötige Varianz unter Last. Training ist nicht Dekoration, sondern Betriebssystem. Strukturiertes Krafttraining, Sprints, Mobility und gezielte Prehab. Einheiten senken Verletzungsrisiken und erhöhen die Leistungsreserve. Cleaners dokumentieren Lasten, Volumen und Erholung, um objektiv zu steuern, statt nach Gefühl zu übertreiben. Kognitive Hygiene meint die Pflege des mentalen Inputs. Informationsdiät, klare Newsfenster, gezielte Lernblöcke, Notizen und regelmäßige Review-Termine verhindern, dass Aufmerksamkeit zerstreut wird. Wer sein Wissen systematisch verdichtet, entscheidet schneller und konsistenter. Auf Arbeitsebene sind Fristen, Checklisten und Timeboxing die Verbündeten. Wiederkehrende Prozesse werden standardisiert, Entscheidungen in Kategorien übersetzt und mit wenn-dann Regeln versehen. Dadurch verringern sich Willenskraftkosten. Ein Cleaners-Kalender zeigt Blöcke für Deep Work, Meetings, Training, Erholung und Leerlauf. Jede Kategorie hat Regeln, was hinein darf und was nicht. Entscheidendes Detail. Eliminieren statt optimieren. Unnötige Verpflichtungen, toxische Kontakte, Rüstzeiten und Kontextwechsel werden bewusst entfernt. Diese Subtraktion macht die restliche Leistung sichtbar. Schließlich bringt Grover den Körper als Werkzeug ins Zentrum. Wer Verantwortung für Leistung trägt, behandelt seinen Körper wie präzises Equipment. Regelmäßige Blutbilder, Mobility Screens, Physio-Checks und eine einfache Recovery Suite aus Atemarbeit, Kälte, Wärmereizen und Spazieren sichern den Verschleiß. Ergebnis: Standards und Gewohnheiten senken das Rauschen, erhöhen die Verlässlichkeit und schaffen die Plattform, auf der die Zone überhaupt erst erreichbar wird. Schließlich Führung, Verantwortung und die Kunst der langfristigen Dominanz. Relentless endet nicht beim individuellen Erfolg. Grover zeigt, dass wahre Unaufhaltsamkeit sich in der Fähigkeit zeigt, über Zeiträume zu dominieren und dabei Teams und Umfelder zu stabilisieren. Das beginnt mit Führung durch Vorbild. Cleaners fordern viel, aber sie fordern zuerst von sich selbst. Sie erscheinen vorbereitet, pünktlich, nüchtern in der Analyse und großzügig im Lob für andere. Ihre Standards ziehen Menschen an, die sich entwickeln wollen, und stoßen jene ab, die Schutz suchen. Verantwortung heißt, Ergebnisse zu besitzen, auch wenn Variablen extern waren. Statt Schuldige zu suchen, werden Hebel identifiziert, Prozesse angepasst, Kompetenzen aufgebaut. Ein Cleaner stellt sich vor sein Team bei Rückschlägen und hinter sein Team bei Erfolgen. So entsteht Vertrauen, das in Drucksituationen spürbar wirkt. Kommunikation ist knapp, klar und auf Taten ausgerichtet. Weniger Meetings, mehr Entscheidungen. Eindeutige Rollen und Metriken verhindern Mikromanagement. Ein sauberer Scoreboard-Ansatz
macht Fortschritt sichtbar und Konflikte sachlich. Ein weiterer Kernpunkt ist das Management von Energie über Saisons. Dominanz ist die Folge von Wellen aus Belastung und gezielter Erholung. Planbare Deload. Wochen Off-Seasons für Kompetenzen und bewusste Phasen der Langeweile verhindern, dass Motivation ausbrennt. Cleaners verwechseln Erholung nicht mit Nachlässigkeit, sondern sehen sie als aktive Investition in die nächste Spitze. Der Umgang mit Kritik wird professionalisiert. Außenlärm ist Datenquelle, kein Urteil. Man lernt, zwischen relevanter Fachkritik und Geräusch zu unterscheiden. Relevantes wird getestet, alles andere ignoriert. Das schützt Fokus und Identität. Langfristige Dominanz erfordert zudem ein Ethos des Lernens. Cleaners bauen Feedbacksysteme, pflegen Mentorenbeziehungen, ersetzen veraltete Überzeugungen und halten ihre Werkzeuge scharf. Sie aktualisieren Routinen, ohne Kernprinzipien zu verraten. Das Resultat ist antifragile Stärke. Man wird durch Stress besser. Wer so führt, schafft eine Kultur, in der Leistung normal ist und in der Talente wachsen, statt zu verpuffen. Das ist die eigentliche Signatur von Kompromisslos, die Fähigkeit, nicht nur einmal zu gewinnen, sondern immer wieder. Zusammenfassend: kompromisslos. Relentless ist ein Buch für alle, die sich nicht mit gelegentlicher Höchstform zufrieden geben, sondern eine Identität aufbauen wollen, die Leistung verlässlich reproduziert. Athleten, Unternehmer, Führungskräfte, Kreative, Studierende und Vertriebsexperten finden hier keine bequemen Geschichten, sondern klare Prinzipien, die sich direkt in den Alltag übersetzen lassen. Wenn du bereit bist, Komfort gegen Kontrolle zu tauschen, wird dieses Buch zu einem präzisen Werkzeug für Fortschritt. Es hilft dir, deine Grenzen nach hinten zu verschieben, indem es mentale Stärke als trainierbare Struktur vermittelt. Statt Motivation auf Abruf lernst du, wie Standards, Routinen und Fokus auch an schlechten Tagen tragen. Du erfährst, wie du Druck in Präsenz verwandelst, Instinkt durch Vorbereitung schärfst und aus Rückschlägen aktive Rohstoffe für Wachstum machst. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Ganz einfach, Tim Grovers Prinzipien sind nicht aus Lehrbüchern destilliert, sondern auf dem härtesten Prüfstand getestet in Karrieren, in denen ein einziger Moment über Legendenstatus entscheidet. Die Klarheit seiner Modelle. Cleaner, der produktive Umgang mit der dunklen Seite, die Praxis der Zone, die Architektur von Gewohnheiten liefert eine Sprache und Werkzeuge, die du sofort anwenden kannst. Kein unnötiger Zierrat, keine theoretische Überfrachtung, sondern kompromisslose Umsetzbarkeit. Das unterscheidet dieses Buch von generischen Ratgebern. Für dein Leben bedeutet das eine spürbare Verschiebung vom Hoffen zum Steuern. Du wirst weniger von Laune und äußeren Umständen abhängig, triffst bessere Entscheidungen schneller und baust ein Fundament, das dich auch in turbulenten Phasen trägt. Wer kaufen, sollte Leserinnen und Leser, die messbare Resultate suchen, bereit sind, persönliche Mythen zu hinterfragen und eine klare Struktur für langfristige Dominanz wollen. Du investierst nicht in Informationsüberfluss, sondern in Handlungsfähigkeit. Kompromisslos. Relentless ist der direkte Weg von gut zu unaufhaltbar. Wenn Sie unterstützen möchten, Tim Grover, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.